Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Wie man mit der Spraydose arbeitet und kleine Teile bzw. Details mit dem Pinsel bemalt, das zeige ich euch heute in der Modellbauschule. In der letzten Folge, da haben wir den Unterboden zusammengeklebt. Zumindest was man schon vor dem Lackieren kleben kann. Wie damals erwähnt, ist hier Schwarz die Hauptfarbe. Besser gesagt wird der ganze Unterboden und alle Teile des Motors zuerst seidenmatt schwarz lackiert. Das normale Schwarz, also Glanzschwarz, kommt nämlich nur ein bisschen zum Einsatz und wird daher später mit dem Pinsel aufgetragen. Damit ich euch zeigen kann, wie ich jetzt dieses Teil mit der Spraydose bearbeite, da wechseln wir aber zuerst den Arbeitsplatz. Eines vorweg, bevor ich mir da diese Lackierstation eingerichtet habe, und das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, wie man vielleicht sehen kann, habe ich hauptsächlich draußen oder aus dem Fenster lackiert, jetzt mit der Spraydose. Bei Schlechtwetter oder im Winter, da hat man da natürlich ein Problem. Daher diese Absauganlage, die demnächst auch ersetzt wird. Je nachdem, was man für Möglichkeiten hat, da empfehle ich euch aber, dieses Medium Spraydose mal auszuprobieren. Und falls ihr jünger seid, da fragt euch einfach einen Erwachsenen, ob er euch behilflich sein kann. So, was brauchen wir jetzt aber alles zum Lackieren? Zuerst einmal die Farbe selber. Wie schon erwähnt, da kommt ja alles oder der Großteil von dem Unterboden in Seidenmattschwarz. Da man in der Schweiz als Privatkunde Tamiya Spraydosen nicht mehr kaufen kann, da kommt seither dieser Mr. Finishing Surfacer da schwarz als Seidenmatt Schwarzersatz bei mir zum Einsatz. Der Farbton gefällt mir nämlich besser wie das herkömmliche Seidenmatt Schwarz von diesem Hersteller. Außerdem bereite ich meine Farben, wie ihr jetzt vielleicht gesehen habt, da in einem warmen Wasserbad vor. Das hat den Effekt, dass durch die Wärme der Druck in der Dose erhöht wird und die Farbe dann besser rauskommt. Achtung, bitte kein heißes Wasser, also wirklich richtig heißes Wasser benutzen, weil die Gefahr, dass so eine Dose explodiert, die sollte man nicht unterschätzen. Ja, und zum Schluss noch, beim Lackieren, egal jetzt ob mit der Dose oder mit der Airbrush, da kommt bei mir immer so ein Atemschutz zum Einsatz. Das muss jetzt nicht gleich sowas sein, ist aber empfehlenswert, wenn ihr das Hobby dann wirklich ernsthaft betreibt, also ernsthaft einfach wirklich intensiv betreibt, dann ist sowas schon praktisch. Aber für den Anfang, da reicht auch sowas Kleines, ja, in dem Stil. Wichtig ist einfach, dass die Masken gut verschließen, also wirklich gut abdichten, und dass sie feine Partikel nicht durchlassen. Diese Maske da jetzt ist, glaube ich, ja, FFP2, den Begriff kennt man ja mittlerweile. Jo, und weil man mich jetzt dann nachher mit der Maske nicht mehr gut versteht, sage ich schon mal vorweg, was ich jetzt gleich mache. Zuerst einmal schüttle ich die Dose kräftig auf, damit die Farbe richtig, damit die Pigmente da gut durchgeschüttelt sind. Dann mache ich einen kurzen Check, ob Farbe rauskommt. Und dann schnappe ich mir das Teil und lackiere dann in dünnen Schichten. Wichtig ist auch, dass ich den Sprühknopf nicht die ganze Zeit durchdrücke. Ich habe den wirklich nur gedrückt, wenn ich über das Teil gehe. Ihr werdet dann nachher sehen, was ich damit meine. Und wenn jetzt alles klar ist, dann kann es losgehen.
So, zurück am Basteltisch und ja, das Ergebnis schaut dann so aus. Ja, wir haben da jetzt einen schönen, gleichmäßigen Farbauftrag. Die Teile des Motors bekommen dabei jetzt noch ein paar andere Farben und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Die Bauanleitung, die sagt uns nämlich, dass da auf dem Teil diverse Metalltöne zum Einsatz kommen. Da man sich ja schon zu Beginn mit der Bauanleitung und den Farben auseinandergesetzt hat, da sollte es jetzt da eigentlich keine Überraschungen geben. Beginnen möchte ich da mit dem Bereich, also diesen zwei da, die gehören Stil, glaube ich, ja, also Stahlfarben. Ich habe da diese Farbe. Somit kann ich mich jetzt nämlich, wenn ich auf einer Seite anfange, ne, von vorne nach hinten oder umgekehrt, wie man es jetzt nimmt, durcharbeiten. Öffnen wir also mal das Gläschen und schauen uns die Farbe an. Na, da brauche ich noch, genau. Sollte die jetzt nämlich ein bisschen eingedickt sein, ich rühre die da mal ein bisschen um. Sollte die nämlich jetzt ein bisschen eingedickt sein, dann kann man die mit dem jeweiligen Verdünner wieder auf die gewünschte Viskosität verdünnen. In meinem Fall passt jetzt die Farbe. Da sich, sage ich mal, jeder Hersteller oder die Farben innerhalb der Hersteller immer ein bisschen anders verdünnen lassen, da kann ich da jetzt keine Pauschalempfehlung abgeben. Wer zum Thema Fragen hat, wie verdünne ich die Farben zum Pinseln, der kann mich aber gerne anschreiben. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, wir haben da jetzt die Farbe, wir haben das Teil, wir haben einen geeigneten Pinsel. Ja, und jetzt kann es auch da wieder losgehen. Wie schon bei der Arbeit vorher mit der Spraydose, da ist es auch beim Pinsel ratsam, nicht zu viel Farbe auf einmal aufzutragen. Daher tunke ich da jetzt den Pinsel nicht voll rein, sondern tippe nur mit der Spitze so ein bisschen an. So. Ne? Ich glaube, ihr seht es mir gut, dass da jetzt nicht der ganze Pinsel voll ist. Und jetzt kann ich über die gewünschten Stellen pinseln. So, den Pinsel, den reinige ich jetzt dann in diesem Glas. Was es mit dem auf sich hat, das erfährt ihr im Video in der Infobox. Das Ergebnis, wenn man dann alles mit dem Pinsel bemalt hat, schaut dann so aus. Wer sich vor der Arbeit mit der Spraydose scheut oder schlicht nicht die Möglichkeit hat, damit zu arbeiten, der kann natürlich alle Teile mit dem Pinsel bemalen, keine Frage. Zu meinen Anfangszeiten, anno 1997, da war der Zugang zu Spraydosen oder geschweige denn einer Airbrush auch sehr beschränkt und ich habe alles mit dem Pinsel bemalt. Ja. So, fassen wir also zusammen. Die Arbeit mit der Spraydose, die erzeugt einen gleichmäßigen Farbauftrag. Kleine Teile oder Bereiche, die arbeitet man mit dem Pinsel heraus. Bei beiden Methoden ist es wichtig, nicht zu viel Farbe auf einmal aufzutragen. Und sollte die Farbe da im Gläschen schon etwas dicker sein, da kann man sie mit etwas Verdünner wieder verflüssigen. Und arbeitet man mit wasserbasierten Farben, dann ist auch der Geruch kein Ärgernis. Wer jetzt mehr über das Thema Lackierungen erfahren und bei dem ein oder anderen Arbeitsschritt die Extrameile gehen möchte, der findet einen Link dazu in der Videobeschreibung. Ich werde jetzt einmal alle Teile soweit fertig lackieren und vorbereiten und in der nächsten Folge, da zeige ich euch, wie man mit Maskierfolie arbeitet. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.